Mein Name ist Tiziana Salvetti. Ich bin die Mami von Liam. Und wir sind angefragt worden vom UKBB, ob wir die Geschichte von Liam erzählen wollen. Und wenn wir schon nur einer Person, einer Familie helfen können mit dem, dann sind wir eigentlich schon glücklich. Mein Name ist Mirko Salvetti, ich bin der Papi von Liam. Und ja, der gleiche Hintergrund. Das, was wir durchgemacht haben, wir können hier sicher unterstützen für das eine oder andere. Und das machen wir sehr gerne für das UKBB und alle, die die Hilfe brauchen. Ja, eigentlich war alles gut. Er hat dann aber mit 2 Wochen, als er 2 Wochen alt war, hat er ständig erbrochen und Durchfall gehabt, aber wirklich das bis zu 10, 15 Mal pro Tag. Wir haben uns dann nicht mehr gewusst, zu helfen und dann sind wir ins UKBB gegangen auf einen Notfall. Dort war eine super Ärztin. Die hat dann eigentlich nicht mehr die Problematik von dem Erbrechen und Durchfall angeschaut, sondern hat ständig den Kopf von Liam angeschaut. Und dann habe ich schon gedacht, irgendetwas stimmt nicht. Ich habe schon gemerkt, die Kopfform ist nicht so ideal wie jetzt zum Beispiel bei seiner Schwester. Aber man sagt ja, wenn ein Baby noch klein ist, dann muss man es lagern auf diese Seite, auf diese Seite. Auf alle Fälle hat dann die Ärztin gesagt, sie würde das lieber im UKBB mal zeigen, den Spezialisten. Und Glück im Unglück, im Liam ist es dann so schlecht gegangen, dass wir eine Nacht im UKBB haben müssen schlafen. Er ist fast dehydriert. Und dann ist gerade der Dr. Soliman vorbeigekommen. Er ist ja spezialisiert auf das und hat dann eigentlich gesagt, man muss den Kopf einmal genauer anschauen. Dann sind wir nochmal in eine Sprechstunde gegangen und dort ist dann bestätigt worden, es ist ja, Kraniosynostose, in unserem Fall sagittal. Also die Kraniosynostose ist eine seltene angeborene Erkrankung. Dort sind Nähte, die eigentlich dazu zuständig sind, dass der Kopf wachsen kann im Babyalter. Entweder eins oder mehrere frühzeitig verschlossen. Und das führt dann zu einer Kopfdeformität, die man dann auch klinisch sehr klar sieht und damit Diagnose auch stellen kann. Der Liam hat eigentlich die häufigste Form der Kraniosynostose gehabt. Die nennt sich die sagittale Kraniosynostose und da ist die Sagittalnaht, das ist die Naht da oben am Kopf, verschlossen und das führt zu einem länglichen und einem schmalen Kopf und genau diese Symptome hat auch der Liam gezeigt. Mit 2 Wochen ist er ins Spital gekommen, aus einem anderen Grund. Und nachher hat er jetzt gesagt, ab einem Monat ist es dann relativ schnell gegangen. Also mit 2 Monaten hat man schon den Termin dann plus minus fixiert. Ja. Also als der Liam 2 Monate alt geworden ist, 2,5 so. Genau. Ja, schon fast 3. Also das ist ratzfatz gegangen. Den Termin hat man relativ schnell bekommen. Ja. Bin ich sehr dankbar, oder? Weil als Mutter oder als Eltern ist man dann sowieso total auf Nodeln nervös und wir haben relativ schnell, Gott sei Dank, einen Termin bekommen, ja, wo wir haben wahrnehmen. Ja, das ist das Beste. Für die Synostose haben wir heutzutage 2 mögliche Behandlungen. Wir haben die offene Operation und die minimalinvasive endoskopische Operation. Das haben wir mit dem Liam seiner Eltern besprochen, beide Optionen. Und schlussendlich haben sich die Eltern für die minimalinvasive endoskopische Operation da bei uns am UKBB entschieden. Die endoskopische Behandlung hat den Vorteil, dass sie natürlich minimalinvasiv ist. Das heisst, Hautschnitte, die wir machen, sind klein. Im Gegensatz zu der offenen Operation, wo wir einen Hautschnitt von Ohr zu Ohr machen müssen. Sie geht auch ein bisschen schneller und man hat weniger Blutverlust. Man muss aber sagen, dass man diese Form von Operation nur vor dem 4. Lebensmonat machen kann. Das heisst, Patienten müssen frühzeitig zu uns kommen und es braucht dann auch eine Helmtherapie für 6 bis 12 Monate, was bei der offenen Operation nicht notwendig ist. Es war für mich von Anfang an klar, dass es die kleine Operation wird. Was dann halt dazu kam, ist der Helm. Das, was meine Frau am Anfang ein bisschen zu arbeiten gegeben hat, dass mir sagt, ja, Minimum 6 bis 9 Monate sicher ein Helm, 23 Stunden am Tag. Jedoch hat er nachher einen Helm, oder? Man hat ja den Helm am Anfang nicht gekannt. Dann denkt man, oh nein, das Kind, wie tut man den Helm behandeln? Wie geht man mit dem Kind um? Vertreibt das Kind den Helm? Ich meine, jetzt im Nachhinein lachen wir drüber.
Das ist ein Helm, das ist wie eine Kappe im Winter. Man tut sie aufsetzen und man merkt das gar nicht mehr. Das ist dort. Also, ich würde mich jetzt 100-mal wieder für die Operation entscheiden. Das Kind merkt es nicht, das merkt es vielleicht die ersten 1-2 Tage. In unserem Fall nicht einmal, vielleicht die erste Nacht, oder? Und fertig. Schwätzt mit den Ärzten, vertraut, ist wichtig. Fragt. Lieber einmal mehr fragen und sich gut aufgehoben fühlen. Wie man muss heimgehen und man denkt, oh nein, wieso habe ich das nicht gefragt, wieso habe ich das nicht gefragt. Ich bin das Paradebeispiel, ich habe wirklich 100 Fragen gestellt, ich bin mit meinem Blöckchen dort hin und mein Mann hat sich schon fast geschämt, aber ich habe alles gewusst. Ich habe alles gewusst, das, was ich wissen wollte, und ich bin mit einem ruhigen, guten Gewissen schlafen.